Hast du jemals darüber nachgedacht, wie realistisch Minecraft aussehen könnte? In diesem Video zeige ich dir die Grenzen von Minecraft mit Hilfe eines Mods. Aber fangen wir mal von vorne an. Der Physics Mod, so lautet der Name dieses Mods, wurde von Haubner entwickelt. Vielleicht kennst du ihn bereits, da er in der Vergangenheit viel Minecraft-Content erstellt hat. Seit neuestens kann man auch die Pro-Version des Mods kostenlos auf seiner Patreon-Seite herunterladen, den ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Aber was genau kann dieser Mod alles? Wie du sehen kannst, gibt es zahlreiche Kategorien, die dieser Mod abdeckt. Eine coole Veränderung betrifft die Items, die nicht nur gute Physics haben, sondern auch realistische Bewegungen. Als nächstes können auch Lebewesen ihren eigenen Ragdoll-Effekt erhalten. Das bedeutet, dass sie nach ihrem Ableben nicht einfach verschwinden, sondern realistisch weggeschleudert werden. Man kann verschiedene Animationen für diesen Effekt auswählen, wie zum Beispiel Ragdoll, Blocky, Fractured und sogar die heftigste Option, Fractured Blood. Beim Abbauen von Blöcken können ebenfalls verschiedene unterhaltsame Animationen auftreten, die das Zerstören von Objekten interessanter gestalten. Hier könnte man erneut zwischen Optionen wie Fractured, Blocky und Particles wählen. Eine besonders krasse Veränderung betrifft das Meer. Sieht for real besser aus als in Real Life. Das Fahren mit Booten wirkt dadurch deutlich realistischer und macht auf jeden Fall mehr Spaß. Auch die Wellen können sich nach Wetterlage verändern, beispielsweise höhere und stärkere Wellen während eines Gewitters. Die Intensität dieser Wellen können sogar individuell eingestellt werden, sodass das hier dabei rauskommt. Naja. Unter Wasser ist das Meer ebenfalls beeindruckend. Zudem haben spezielle Blöcke wie Seetang oder Zuckerrohr ihren eigenen physikalischen Eigenschaften. Wenn man in Höhlen auf Ranken trifft, können diese besonders eindrucksvoll wirken. Diese reagieren nämlich auf den Wind, Spieler, Kreaturen und sehen dabei auch echt realistisch aus. Auch Blöcke fallen herunter, wenn sie keine Haltung mehr haben und zerfallen in viele Einzelteile. Die nächste Kategorie sind die Stoffeinstellungen. Daraus werden Banner oder auch Capes wie zu echten Stofftücher. Diese werden auch von Wind beeinflusst und auch von jeglicher Art von Spielern. Türen und Falltüren. Sowohl Türen als auch Falltüren können nun über eine eigene Animation verfügen. Anstatt einfach nur auf der anderen Seite gespawnt zu werden, bewegen sie sich zuerst, bevor sie sich öffnen oder schließen. Projektile wie Schneebälle oder Enderperlen sind jetzt auch in 3D und haben auch Effekte und realistische Physics, wenn sie abprallen. Auch mit Kombination mit dem Wasser sieht das sehr krass aus. Übrigens ist alles mit speziellen Shadern kompatibel, das heißt alles wirft einen eigenen Schatten oder reflektiert sogar. Auch realistisches Wasser kann durch eine Wassermelone oder einen Enchanting Table gespawnt werden. Auf Patreon steht zwar, dass das Wasser nur bei Rendern verwendet werden soll, aber auch in-game sieht die Flüssigkeit schon sehr krass aus. Natürlich wird das Wasser auch von allem Möglichen beeinflusst. Zudem wurden auch viele verschiedene Sounds wie Regen, Ozean oder Wind realistischer gemacht und auch die Regenanimation sieht leicht besser aus und auch in der Wüste sieht man leichte Partikel. Mit Wasser ist der Rauch wohl das beeindruckendste von allen. Mit den richtigen Shadern sieht der Rauch wirklich viel zu realistisch aus. Natürlich kann man wieder jede Menge Sachen einstellen, aber allein sich den Rauch mit jedem Shade einmal anders anzusehen, hat mir wirklich viel Spaß bereitet. Zuerst habe ich den Rauch mit den Complementary Shadern aufgenommen. Und dann habe ich es mal mit den Kappa Shader versucht, der realistische Lichtquellen abgibt und selbst in den Rauch reflektiert, und das war wirklich beeindruckend. Als letzte Kategorie darf man natürlich den Schnee nicht vergessen. Wenn ich mit dem Mod meine Welt anfange, mache ich mir direkt im Schnee eine Base, da es so schön aussieht. Der Schnee ist wirklich mit jeglichen anderen Mod kompatibel und auch mit dem normalen Schnee in Minecraft. Man kann wirklich so viele Sachen mit dem Schnee anfangen. Man kann sogar eigene Iglus oder Schneehöhlen bauen. Zum Schluss kann man nur sagen, dass man viele lustige Sachen mit diesem Mod anstellen kann und viele interessante Shader oder Texture Packs kombinieren kann, wie zum Beispiel das Lego Texture Pack.
Allein nur Sachen wegzusprengen hat mir schon übertrieben Spaß gemacht. Probiert den Physics Mod gerne mal selber aus. Und wenn du auch wieder einmal Bock auf Minecraft hast, zieh dir dieses Video hier rein.